Hallo und herzlich willkommen zum 8. Teil unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 7 und was dieses Temperaturmessgerät mit der eigentlichen Uhr zu tun hat, das werdet ihr gleich sehen, denn wir können tatsächlich mit der Samsung Galaxy Watch 7, das ging auch schon mit der Samsung Galaxy Watch 6, können wir tatsächlich Temperaturen messen, denn der Sensor auf der Rückseite ermöglicht es, zumindest im indikativen Bereich Temperaturen von Oberflächen zu messen und das will ich euch einmal zeigen. Ja, bevor wir loslegen, ihr braucht eine zusätzliche App, um das Ganze nutzen zu können und die nennt sich Thermocheck. Ihr könnt das quasi hier bei euch im Play Store suchen, ansonsten ist der Link auch in der Videobeschreibung. Thermocheck 365D, das ist die App, mit der ihr Temperaturen über die Uhr messen könnt und es gibt auch eine App auf dem Smartphone, mit der ihr dann eure Messungen tatsächlich auch speichern könnt. Das finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man nicht nur mal eben irgendeine Temperatur messen will, sondern vielleicht einen Verlauf messen will oder ähnliches, dann macht es natürlich durchaus Sinn, wenn man sich die Einzeldaten auch abspeichert, denn ansonsten müsstet ihr sie euch theoretisch alle merken. Aber gucken wir erstmal, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ihr könnt einmal Oberflächen messen und einmal Wasser messen. Wir verzichten jetzt mal auf Wasser. Ich zeige euch hier noch kurz die Einstellungen. Da könnt ihr auf Fahrenheit ändern und den Guide ein- und ausschalten. Was der Guide ist, zeige ich euch gleich auch nochmal. Also wir gehen hier einmal auf Living und haben jetzt die Möglichkeit, eine Einmalmessung zu machen oder eine Mehrfachmessung bzw. Dauermessung. Wir gehen jetzt erstmal auf One-Time, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt. Wir haben jetzt hier verschiedene Materialien, die wir auswählen können und dann müsst ihr logischerweise eure Uhr vom Handgelenk abziehen, müsst 2 cm zwischen dem Objekt und eurer Uhr wahren und könnt ansonsten hier diese Informationen auch deaktivieren, logischerweise. So, jetzt sind wir bei Measure. Wenn wir jetzt auf Check gehen, dann müsst ihr quasi die Uhr in dem Bereich halten. Wir gehen auf Check. Jetzt zeigt euch dieser Punkt im rechten Bereich an, wo der Sensor sitzt, sprich da müsst ihr die Oberfläche treffen und ihr seht hier unsere Oberfläche, auch wenn wir jetzt nicht Holz ausgewählt haben, natürlich, machen wir gleich nochmal, unsere Oberfläche hat 26 Grad, ist gerade sehr warm hier irgendwie, deswegen ist das jetzt gerade so. So, ihr könnt jetzt bei der Einmalmessung trotzdem auch noch eine manuelle Zweitmessung auslösen über diesen Button rechts, ansonsten links kommt ihr wieder zur Haupteinstellung. Ich zeige euch jetzt aber auch nochmal, was denn der Unterschied ist. Wir gehen einmal in Multitime und dann gleiches Prinzip, ihr müsst wieder eure Oberfläche auswählen und dann den Guide, den können wir gleich auch deaktivieren. Nehme ich hier oben mit. So, wir gehen nochmal drauf und dann halte ich es nochmal runter und gleiches Prozedere, ihr seht es. Aber jetzt kommt eben, oder beziehungsweise jetzt wird dauerhaft gemessen. Also ihr seht, dieser Punkt wandert immer weiter. Es findet eine neue Messung statt, es findet eine neue Messung statt, es findet die nächste Messung statt. Das ist, wenn ihr zum Beispiel veränderte Temperaturen habt und da diesen Unterschied halt eben tracken wollt, dann lässt sich das hier tun. Gerade hier ist es natürlich jetzt wichtig, dass ihr die App auf dem Smartphone auch nutzt, denn dann könnt ihr da auch die entsprechenden Werte ablesen. Und das zeige ich euch jetzt direkt im Nachgang mal, denn ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt hier sind auf 34 Grad, das ist dann die Hauttemperatur hochgegangen. Und jetzt gucken wir uns einmal an, wie das in der Smartphone-App denn aussieht. Ja, ist, glaube ich, wenig überraschend. Also die App ist sehr, sehr einfach gehalten, dient nur dazu im Wesentlichen, also ihr könnt hier auch wieder die Temperatureinheit ändern, aber es dient ansonsten im Wesentlichen dazu, eben Werte aufzuzeichnen. Das seht ihr hier, unsere Messung, die wir gerade eben gemacht haben, wird jetzt im Verlauf nochmal dargestellt. Ihr könnt die jetzt mit einem Namen versehen und auch abspeichern, sodass ihr diesen Messverlauf dann auch entsprechend bei euch in den Daten oder auf eurer App sozusagen mit drauf habt. Das finde ich persönlich ganz cool, dass man die Möglichkeit dazu hat, denn gerade wenn man das vielleicht nutzt in der Uhr, ja, zumindest mal als Indikation und ihr werdet gleich sehen, so ungenau ist das Ganze gar nicht, dann ist das definitiv eine Möglichkeit, die als Tracking oder beziehungsweise Notiz sozusagen dazu hilfreich ist. Gut, gucken wir uns jetzt nochmal die Messung im Vergleich zum Thermometer an. Wir gehen hier nochmal auf Multitime und messen jetzt mal mit Wood, beziehungsweise ja mit der Oberfläche Wood, messen wir jetzt quasi einmal hier unseren Schreibtisch, haben wir gerade eben schon gemacht. Sollte normalerweise sich die Temperatur nicht wesentlich unterscheiden. Wir messen jetzt aber parallel mal mit dem Thermometer, sodass wir sehen, ob es da einen Unterschied gibt. Und ihr seht, das ist tatsächlich relativ genau. Das wird, je nachdem, wenn ihr in extreme Temperaturbereiche kommt, ändert sich das ein bisschen. Aber so im allgemeinen Messbereich, weiß ich nicht, zwischen 5 und 25 oder 35 vielleicht sogar Grad, ist das schon sehr, sehr genau. Und jetzt gucken wir uns aber auch einmal an, was denn passiert, wenn wir was sehr Kaltes messen.
Und das ist in dem Fall jetzt unser Kühlakku. Der besteht aus Plastik. Man könnte theoretisch auch über nachdenken, ob es eine Wasseroberfläche ist, weil da ja einzelne Tröpfchen drauf sind. Aber versuchen wir es einfach mal mit Plastik. Und dann seht ihr hier, dass tatsächlich das Ganze auch gemessen wird. Aber es zeigt keine konkrete Temperatur an, sondern nur Low, weil es minus 18,5 Grad hat. Das kann die Uhr, zumindest nach meinem Kenntnisstand, nicht darstellen, so niedrige Temperaturen. Ich glaube, es geht bis minus 8, minus 10 oder sowas ungefähr. Jetzt könnte ich den Akku noch ein bisschen wärmer werden lassen, aber das spare ich mir mal. Ihr seht also, dass tatsächlich dieser Temperaturmessbereich sich in dem Normbereich bewegt, sage ich jetzt einfach mal, sofern man das Normbereich nennen darf. Insofern ist es für den Alltag, glaube ich, ganz gut, um mal eben irgendwo eine Temperatur zu messen und auch das Indikativ zu nehmen, aber, und das kommt gleich nochmal, es ist natürlich nicht für irgendwelche Zwecke, wo ihr wirklich ganz genau wissen müsst, wie die Temperatur letztlich ist. Ja, ich persönlich finde das Feature ganz cool, dafür, dass man es immer dabei hat. Hier seht ihr übrigens auch nochmal von minus 10 bis 200 Grad, aber nicht für Medical Use ist das Ganze geeignet. Wie gesagt, ich persönlich finde es cool, es ist umsonst mit dabei, checkt das mal aus, wenn es für euch interessant ist, gerade mit der App, aber auch auf dem Smartphone, damit ihr eure Messergebnisse auch sehen könnt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare, ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.